Heute bei den Lately News hat in Karlsruhe die Konzeptkünstlerin Katharina Hohmann ein neues Parfüm vorgestellt. Was an sich kein Grund wäre, es in die News zu schaffen, wenn das Parfüm nicht unter anderem nach Cannabis riechen würde und Katharina Hohmann ihr Parfüm nicht etwa bei Douglas verkauft, sondern direkt im Finanzamt von Karlsruhe. Das Ganze auch für nur 60 € pro Fläschchen, also kommt man immer noch gebeutelter aus dem Finanzamt als sonst, riecht aber zumindest etwas besser. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit den aktuellen Lately News aus dieser und der nächsten Welt. Natürlich auch heute Abend, wie immer mit mir, Florian Streletz. Selbstverständlich bin ich heute Abend wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Kapstadt oder wieder aus Bielefeld. Oder zumindest vielleicht. Außerdem gibt es nachher die einzig wahre Filmkritik zum neuen Uncharted, der seit letzten Donnerstag in ausgewählten Kinos läuft oder illegal auf der Homepage von Sony selber gestreamt werden kann. Denn Sony kann Konsolen, Fernseher und auch mittlerweile Autos bauen, aber vom Stream haben sie weniger Ahnung als Amazon vom Steuern bezahlen. Na, mal schauen, ob der Film Uncharted an seine Videospielvorlage herankommt, das berühmte Uncharted 2 unter Dieben, basierend auf einer wahren Geschichte von Jeff Bezos und Elon Musk. Aber kommen wir zuvor erst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und schauen einmal nach Berlin. Vielen ist es ja gar nicht klar, aber ich führe doch das eine oder andere Doppelleben. So bin ich in dem einen Leben ein biederer Versicherungsvertreter mit 2 Hypotheken auf dem Haus sowie 3 Kindern. Und auch noch ein weiteres Mal, nur da andersherum. Oder in einem anderen Chefredakteur von RT.de, wobei ich dort im Gegensatz zu hier wirklich die Wahrheit schreibe, es mir aber keiner abkauft bei diesen Münchhausen-Möchtegern-Sender aus Russland. Oder ich bin undercover unterwegs, aber nicht für die Polizei, sondern für RTL. Leider weiß RTL noch nichts von seinem Glück. Und vermutlich für solche Doppelleben wie meine brauchte auch dafür ein 28-Jähriger mehr als 10.000 Handys, die er in den Jahren durch Einbrüche ergaunern konnte. Jedenfalls drohen ihm nun vor Gericht mehr als 5 Jahre Haft. Was ihn aber noch härter zusetzt, ist seine Ehefrau, die auch jetzt immer noch gerne wissen würde, wofür jetzt ganz genau 10.000 Handys brauchte. Derweil in Hongkong. Bereits letztes Jahr hatte ich ja erwähnt, dass ich einen Parkplatz plus 5 Medaillon trage, weswegen ich noch nie in Berlin einen Parkplatz suchen musste. Dieses Medaillon hat mir niemand Geringeres als Harald Juhnke vererbt. Das und seine Leber, die verdammt klein ist und locker in eine wirklich kleine Tupperdose passt. Warum er mir das vererbte, hat sich mir in den Jahren nie erschlossen. Ja, er war der Bruder meines Großvaters, aber mehr auch nicht. Jedenfalls könnte mir das Medaillon auch helfen, in Hongkong einen Parkplatz zu finden, den selbst ich mir vermutlich nicht mehr leisten könnte. Denn im als The Peak bekannten Nobelviertel ist ein Parkplatz für eine Rekordsumme verkauft worden. Dieser ist nur 12,5 Quadratmeter groß, hat aber trotzdem über 1 Million € gekostet. Und das Traurige an der Geschichte, auch weiterhin bekommt man bei jedem Aldi-Einkauf einen Parkplatz am BR geschenkt. Und das beim weltweiten Einkauf bei Aldi. Noch zum Abschluss die Lately News Filmkritik der Woche zum neuen Uncharted, der seit Donnerstag in ausgewählten Kinos läuft. Den 25-jährigen Tom Holland, den 43-jährigen Titelhelden Nathan Drake spielen zu lassen und den 50-jährigen Mark Wahlberg, den grauhaarigen, knapp 70-jährigen Sully, ist der berühmte Griff in Harvey Weinsteins Klo. Dabei ist die Idee, die Videospielreihe Uncharted zu verfilmen, gar nicht mal so falsch. Gerade weil es mit Nathan Fillion einen Schauspieler gibt, der aussieht wie Nathan Drake in den Videospielen.
und der sogar schon einen Fanfilm als Nathan Drake gedreht hatte. Sicherlich kann man nicht mehr Burt Reynolds als Sully casten, da dieser seit Jahren tot ist. Aber selbst ein toter Burt Reynolds hätte Sully besser dargestellt als ein lebendiger Mark Wahlberg. Deshalb sei gewarnt, Uncharted-Verfilmung, die dunkelrote Lakely Fake News Kinokarte an dich. Und vielleicht nächstes Mal doch den toten Burt Reynolds casten als Sully, da der Dreh mit einem Toten ja bei Immer Ärger mit Bernie auch recht gut funktioniert hatte. Nicht zu vergessen, Nathan Fillion ist der einzig wahre Nathan Drake. Auch wenn diese Figur eigentlich auf dem heute zu Recht vollkommen vergessenen Johnny Knoxville basiert. Zum Glück ist dessen Karriere toter als Burt Reynolds. Aber schalten wir jetzt noch einmal schnell zum Wetter und unserem Wetterkorrespondenten Froschi Phantomas mit der aktuellen Wettervorhersage für die nächsten 3 Tage. Danke Froschi Phantomas, und immerhin bedeutet diese Wettervorhersage, dass es in den nächsten Tagen 35 Grad gibt. Also ein fast normaler Februar. Das waren die Lakely News für heute, aber keine Sorge, wir sehen uns wieder am Freitag mit weiteren aktuellen Nachrichten. Und nicht vergessen, alles andere draußen sind nur Fake News.